Genau, ich möchte die Veranstaltung beginnen mit einer kurzen Einführung. Was versteht man eigentlich unter Agroforst und einen kurzen historischen Abriss über Agroforst zu geben. Ähm, die meisten Menschen, oder wenn man heutzutage in Mitteleuropa von Agroforst spricht, denken die meisten Menschen vermutlich an sowas wie in diesem Bild oder in Mitteleuropa oft auch wie hier. Also im Wesentlichen streifenförmige Gehölzpflanzungen in Ackerflächen. Es ist eine eher moderne Ausprägungsform von Agroforst. Agroforst gibt es aber schon viel länger und auch die Definition von Agroforst, die im momentan eigentlich die gängige ist, stammt schon aus den 80er Jahren. Und Agroforstwirtschaft beschreibt die Kombination ähm, von Gehölzen, Acker und oder Tieren auf einer Fläche. Und im Wesentlichen kann man sagen, dass immer dann ein Agroforstsystem vorherrscht, wenn eine standardmäßige landwirtschaftliche Nutzung, also Acker- oder Grünland, entweder als Wiese oder als Weidenutzung mit Gehölzpflanzungen kombiniert wird. Agroforst ist ja in den letzten Jahren zunehmend in Mode oder ein Begriff, den man zunehmend hört. Agroforstsysteme sind aber schon viel älter und waren jahrhundertelang ein ganz essentieller Teil der landwirtschaftlichen Bewirtschaftungspraxis. Und das klassische Beispiel für, ich würde fast sagen, ein Relikt agroforstlicher Bewirtschaftung sind Streuobstwiesen. Historisch waren Agroforstsysteme in Mitteleuropa in den meisten Fällen mit Weidetierhaltung verknüpft, entweder in der Form von zum Beispiel Walnusshainen oder auch Edelkastanienhainen oder eben Obstbäumen, die gleichzeitig als Weide genutzt wurden, oder auch früher noch in einer viel extensiveren Form, in Form der Waldweide, wo verschiedenste Tierarten von Wiederkäuern bis hin zu Schweinen und Geflügel in die Wälder getrieben wurden, um dort ihr Futter zu suchen. Und durch langjährige Waldweide entstehen in vielen Fällen durch den ständigen Verbiss der jungen Pflanzen sehr lichte, halboffene, fast parkähnliche Systeme, wie man sie heute im Süden von Europas, zum Beispiel in Spanien und Portugal, zum Teil auch noch relativ großflächig findet. Eine etwas intensivere Form der Agroforstwirtschaft, wo die Bäume auch für die Futternutzung verwendet wurden, sind sogenannte Kopfbäume oder die Schneitelwirtschaft. Am linken Bild sieht man eben die klassische Form der Kopfweiden, wo immer die jungen Triebe entweder eben zur Futternutzung oder auch zur Gewinnung von Binde- und Flechtmaterial geschneitelt wurden. Und auf dem rechten Bild sieht man eine uralte Esche in Österreich, die möglicherweise schon Jahrhunderte eben für die Futterlaubgewinnung verwendet wurde. Eine weitere Form der agroforstlichen Nutzung waren die zum Teil sehr dichten und ausgeprägten Heckenlandschaften, die in ganz Europa zu finden sind oder zumindest waren. Von Frankreich, der sogenannten Bocage, über die britischen Inseln bis weit nach Osteuropa. Auf den beiden rechten Bildern sieht man Beispiele aus Deutschland. Am oberen Bild ein historisches Luftbild aus dem Isarwinkel und rechts unten die mittlerweile wieder relativ weitum bekannten norddeutschen Knicks, die mittlerweile ja auch immaterielles Weltkulturerbe sind. Und diese Heckenanlagen waren in der Frühzeit integraler Bestandteil der landwirtschaftlichen Nutzung und Bewirtschaftung. Es waren sehr oft auch gelegte Hecken, die eben eine essentielle Funktion in der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung hatten. Moderne Agroforstsysteme sind in der Regel streifenförmig angelegt.
um eben eine effiziente maschinelle Bewirtschaftung weiterhin gewährleisten zu können. Und eine Form der agroforstlichen Nutzung in Kombination mit Tierhaltung ist die Bepflanzung von Geflügelausläufen, in der Regel mit schnell wachsenden Gehölzen. Eine etwas besondere Form von modernen Agroforstsystemen sind sogenannte Waldgärten, wo auf kleinster Fläche oft hunderte verschiedene essbare Bäume und Pflanzen kultiviert werden. Der Fokus liegt hier in der Regel auf ausdauernden Pflanzen. Ähm, und diese Systeme sind in vielerlei Hinsicht aus ökologischer Sicht sehr vorteilhaft. Die Herausforderung ist hier auf jeden Fall eine maschinelle oder zumindest ökonomisch rentable Bewirtschaftung äh, hinzubringen. Agroforstsystemen wurde in der EU in letzter Zeit verstärkte Aufmerksamkeit gewidmet und sie sollen ein entscheidender Baustein für die Erreichung der Ziele der gemeinsamen Agrarpolitik werden. Und das hat auch dazu geführt, dass sowohl in Deutschland als jetzt auch in Österreich Agroforstsysteme auch in das Förderrecht übernommen wurden. Das ist einerseits ein entscheidender Schritt für die größerflächige Etablierung von Agroforstsystemen, weil dadurch das Risiko, dass man durch die Pflanzung von Gehölzen auf der Fläche die Förderwürdigkeit oder überhaupt den landwirtschaftlichen Status verliert, im Prinzip beseitigt ist. Auf der anderen Seite führt eben eine Übernahme ins Förderrecht immer zu einer relativ rigiden Definition, wie Agroforstsysteme dann auszusehen haben. Und diese Definition wird das Aussehen von Agroforstsystemen in der Praxis sehr stark prägen, weil Landwirte gut daran beraten sind, sich auch an diesen Vorgaben, an diese anzulehnen oder danach zu richten. In Deutschland gibt es zwei Möglichkeiten, wie eine Fläche ausschauen kann, damit man sie als Agroforstsystem im Mehrfachantrag angeben kann. Die eine Möglichkeit ist, dass zwischen 50 und 200 verstreut stehende Bäume pro Hektar vorhanden sind, also wie im Fall einer Streuobstwiese. Oder was wahrscheinlich die häufigere Variante sein wird, dass es eben ein streifenförmiges System ist, wo eben auf der Fläche mindestens zwei Gehölzstreifen vorhanden sein müssen, die höchstens 40% der Fläche einnehmen. In Österreich ist die Herangehensweise etwas anders. Hier ist es so, dass nicht die gesamte Fläche als Agroforstsystem angegeben wird, sondern jeder einzelne Streifen digitalisiert wird und der Streifen als Agroforststreifen dann im Mehrfachantrag angegeben wird. Und entsprechend ist hier auch genau der Streifen definiert. Der muss in Österreich zwischen 2 und 10 Meter Breite haben. Einen Baumabstand in der Reihe von maximal 15 Meter muss man einhalten und es müssen zwischen 10 und 25 Bäume pro 100 Laufmeter Agroforststreifen vorhanden sein. Und eine weitere Besonderheit in Österreich ist, dass eben so ein Gehölzstreifen nur auf Ackerflächen möglich ist. Beiden Ländern gemein ist, dass es eine Negativliste mit nicht heimischen invasiven Arten gibt, die nicht im Agroforstsystem vorhanden sein dürfen. Prominente Beispiele hierfür sind zum Beispiel die Robinie und der Blauglockenbaum, die Paulonia. Und für Deutschland ist noch anzumerken, dass es ja die Ökoregelung 3 gibt, wo es eine Förderung für ein Agroforstsystem oder die Bewirtschaftung eines Agroforstsystems gibt. Hier ist einerseits anzumerken, dass die Vorgaben für das Agroforstsystem nochmal strenger sind. Also hier ist auch dann genau festgelegt, wie der Streifen auszusehen hat und wie die Abstände zum Rand sein müssen. Und weitere wichtige Information für Biolandwirte ist, dass es nicht in jedem Bundesland möglich ist, die Ökoregelung 3 auch mit der Förderung für ökologische Bewirtschaftung zu kombinieren. Hier muss man sich dann überlegen, was aus finanzieller Sicht mehr Sinn macht.
Genau, so viel kurzer Abriss über Agroforstsysteme. Was sind Agroforstsysteme? Und gebe das Wort damit wieder zurück an die Caroline. Wir wollen erstmal die Grundlagen noch weiter vertiefen und möchten jetzt einen Naturlandbetrieb zu Wort kommen lassen, der bereits Agroforst auf seinem Betrieb umgesetzt hat. Herzlich willkommen, Sebastian Frey vom Naturlandbetrieb der Familie Frey in Miltenberg in Unterfranken. Sebastian Frey leitet zusammen mit seinen Eltern als GbR den Betrieb. Er ist gelernter Landwirt, Techniker und hat in Witzenhausen Öko-Agrarwirtschaft studiert. Und so wie ich es auf der Website gefunden habe, ein Ziel der Familie Frey ist es, über den Tellerrand zu blicken. Und so haben sie sich auch an das neue Konzept Agroforst gewagt. Und damit übergebe ich an Sebastian Frey. Dann würde ich hier mit meinem Vortrag starten. Genau, ich bin Sebastian Frey und kurzen Überblick würde ich euch einmal zeigen, wer wir sind und dann kurz auf unsere Motivation eingehen und am Ende und dann vor allem anhand von Bildern euch zeigen, wie sich das bei uns so auf dem Hof entwickelt hat, unsere zwei Projekte. Ähm, Wir sind der Bauernhof Familie Frey. Wir bestehen grundlegend, jetzt erstmal sind es meine Eltern gewesen, die seit 1992 den Hof auf Leibrentenbasis übernommen haben und seither auch bewirtschaften. Und seit 2017 bin ich zurückgekommen und gleichzeitig auch noch der Michi, der bei uns fest angestellt ist. Dazu haben wir wechselnd immer wieder halt einen Lehrling und ja, in der Saison oder so irgendwie mal Hilfskräfte. Wo liegen wir? Wir liegen ganz im nördlichen Bayern, am bayerischen Untermain, ungefähr auf 400 Meter über Null. Ja, im langjährigen Mittel haben wir stark schwankend, würde ich sagen, 700 Millimeter Niederschläge. Und ja, Bodenpunkte, also wir sind Buntsandstein-Verwitterungsboden und haben irgendwo zwischen 35 bis zu gut 50 Bodenpunkte. Wir bewirtschaften unseren Betrieb seit 1992 nach den Naturlandrichtlinien. Zu unserem Betrieb gehören von unten nach oben jetzt roundabout ja, 46 Hektar Acker, wo wir eben eine Getreidefruchtfolge vor allem fahren. Dazu haben wir 25 Hektar Weiden und 9 Hektar Wald. Auf den Flächen läuft eine bunte Mutterkuhherde. Saisonal haben wir immer wieder mal ein paar Mastschweine, aber eigentlich nur im Winter. Und das Hauptstandbein sind bei uns ganz klar die Legehennen. Da haben wir eben 4000 Legehennen in 3 Mobilstellen. Dazu muss man vielleicht noch sagen, dass wir eben alle unsere Produkte, die wir produzieren, irgendwie unter dem eigenen Namen verkaufen. Also wir haben eine relativ intensive Direktvermarktung dann angegliedert. Ja, unsere Motivation war bei uns auf dem Betrieb vielleicht zuallererst, ich kam irgendwie 2017 nach Hause und eigentlich war die erste Motivation zu sagen, ich hätte gern einen Hühnerauslauf, der möglichst grün ist, in dem die Hühner irgendwie Deckung finden und den Auslauf besser nutzen. Das war eigentlich die grundlegende Motivation, wie wir überhaupt darauf gekommen sind, eigentlich den zu bepflanzen. Und da ist irgendwie auch der Name Agroforst noch gar nicht gefallen, sondern es ging eigentlich wirklich darum, den Auslauf schön zu gestalten. Und eigentlich kam dann erst so bei diesen Pflanzen, das war dann eben so 2017 im Herbst, heißt, ich habe 2018 sehr viel gegossen und erst da 2018, 19, 20 ist mir irgendwie dieses Thema bewusst geworden, eigentlich, oder zumindest verinnerlicht, dass Klimaschutz bei uns in Deutschland auch eine Relevanz hat. Also nicht nur irgendwie, dass es woanders heiß und trocken ist und dass man da irgendwie sich überlegen muss, wie man sich anpasst, sondern dass es bei uns ganz konkret, also kann man jetzt vielleicht sagen, okay, komisch, das ist erst da, aber mir ist es erst da dann so wirklich bewusst geworden, dass wir hier in Deutschland da auf jeden Fall auch zunehmend einfach uns überlegen müssen, wie wir unsere Flächen bewirtschaften. Und genau, und da hat es dann bei uns auch
in der Familie und auf dem Hof auch so angefangen, einfach eine Dynamik anzunehmen, wo man merkt, es war so eine Entwicklung auch. Ja, dann komme ich jetzt zu unserem ersten Agroforst-Projekt. Das war eben hier der Hühnerauslauf. Wir haben 3 mobile Hühnerställe mit insgesamt 4000 Legehennen. Und wir haben uns ganz bewusst dazu entschlossen, eine größere Fläche, sie ist 3-mal so groß, 4,5 Hektar, fest einzuzäunen. Mit dem Ziel natürlich einmal, dass wir eventuell auch noch wachsen können, aber vor allem auch, dass man immer wieder mal Bereiche auszäunen kann, die sonst zu intensiv genutzt werden, also zu intensiv von den Hühnern genutzt werden. Genau. Daraus ist dann erstmal diese Planskizze entstanden, wo wir uns dran langgehangelt haben. Also das ist hier die Fläche, die da so hinterlegt ist, mit den 3 roten Blöcken. Das sind die fest eingezeichneten Winterstandorte, wo die eben stehen, die Stelle, eigentlich im Endeffekt ein halbes Jahr. Und das Pinke ist eben ein Weg, also sozusagen für die Logistik. Und ja, dann habe ich entlang vom Zaun am unteren Rand, seht ihr so eine dunkelgrüne Linie sozusagen. Das ist eine Wildhecke. Da ist auch ein Wanderweg entlang und da haben wir eine Wildhecke gepflanzt. Und außenrum das hellgrüne sind verschiedene stockausschlagende Baumarten. Da habe ich Verschiedenes gepflanzt, weil ich damals, das war eben 2017 noch, auch gar nicht wusste, was so wirklich funktioniert. Und habe dann natürlich irgendwie Pappel und Weide gepflanzt, aber auch Esskastanie, Flatterulme und Ahorn. Das habe ich schon 2017 im Herbst einiges gepflanzt und bin dann aber da 2018 im Sommer haben wir sehr viel gegossen und trotzdem ist da einfach viel auch kaputt gegangen. Genau, aber dazu später nochmal. Und in die Mitte, in die Fläche haben wir dann ja 130 verschiedene Obstbäume gepflanzt, vor allem Zwetschge und Apfel, aber auch Haselnüsse und Aprikosen. Genau, da eigentlich so eine recht bunte Mischung, dass die Hühner auch in der Fläche Deckung haben und ursprünglich auf jeden Fall auch mal mit dem Ziel, da vielleicht noch irgendwie so ein neues Produkt irgendwie mit anbieten zu können. Ja, ich habe es eingangs schon gesagt, oder vor gerade eben schon gesagt, dass wir 2019 habe ich dann nochmal gepflanzt, nachdem einfach in dem Sommer 2018 einiges kaputt gegangen ist, weil ich auch vielleicht handwerkliche Fehler gemacht habe, also vielleicht den Boden nicht so gut vorbereitet hatte, aber wir da auf jeden Fall auch viel gegossen haben und das trotzdem einfach gerade, ja, die Stecklinge, also die Bäume, die man als Steckling gepflanzt hat, nicht wirklich angegangen sind. Dann haben wir eben 2019 haben wir eben auch die Obstbäume gepflanzt und sind 2 Bilder aus dem Sommer, wo wir enorm viel gegossen haben und auch immer die Baumscheiben da freigehalten haben, um einfach den Konkurrenzdruck für die jungen Bäume einfach ein bisschen niedriger zu halten und auch was gegen die Wühlmäuse zu tun. Ja, und dann ging 2020 rum und man hat irgendwie so das Gefühl gehabt, so wirklich gewachsen ist nichts, aber die Bäume haben es überlebt. Und dann war es total erfrischend zu sehen, 2021, wo wir dann endlich so einen normalen Sommer hatten, wo es auch geregnet hat und plötzlich alles so dann explodiert ist und man irgendwie auch die Struktur dann auch erkannt hat, die, die wir uns da ursprünglich mal ausgedacht haben. Genau, also das war dann schon, man hat schon einen langen Atem gebraucht, bis man da die ersten Sommer überlebt hat. Genau, und das war dann Ende 2021 und da war dann irgendwie echt so ein bisschen, also war die Struktur irgendwie da und man konnte irgendwie auch sehen, was man sich da mal überlegt hat. Ja, dabei ist dann irgendwie auch die Idee gereift, dass wenn das irgendwie, haben wir uns mit dem Thema Agroforst immer mehr auseinandergesetzt und haben gesagt, okay, wir würden gerne hier das Haxfeld auch bepflanzen mit Baumstreifen, also mit so Baumstreifen. Und mir war klar, ich will da jetzt nichts mehr mit Obst machen, weil das doch deutlich arbeitsintensiver ist. Also mir war klar, ich will auf jeden Fall was machen, was irgendwie schnell wächst, wo man auch ein Ergebnis hat und wo auch ich, sag mal, den Ertrag, also in dem Fall sind es dann Hackschnitzel, da weiß ich, die kann ich zur Not innerbetrieblich gut nutzen. Genau, und muss nicht noch eine große Vermarktung aufbauen.
Deswegen haben wir uns da in dem Fall eben für 2 Blöcke Pappeln entschieden und 1 Block Robinie. Die ist halt auch sehr, sagen wir mal, hitze- und stressresistenter. Und das Holz kann man zur Not auch als Postenholz ganz gut nutzen. Wir haben dann da 3 Blöcke gemacht, die wir eben parallel zur Feldgrenze verschoben haben. Und ja, gepflanzt haben wir zusammen mit der Firma Leginovis. Die haben eben die Maschine mitgebracht und das Pflanzmaterial. Und auch hier war das dann so, dass wir 2021, also gepflanzt ist immer super schnell und alle sind glücklich. Also das war irgendwie eigentlich an einem Nachmittag haben wir da alles gepflanzt. Und die eigentliche Arbeit, die geht erst hinterher los. Da haben wir auch gemacht, was irgendwie ging mit der Maschine. Aber die Pflänzchen waren dann da auch relativ schnell dann drüber raus, dass man irgendwie mit der Maschine hacken konnte, sodass wir im ersten Jahr da auch 2-mal mit der Hand gehackt haben. Und man sieht es hier, also von April, als wir gepflanzt haben, bis in Juni rein, da sind die Pflanzen schon ordentlich gewachsen, aber nebendran den Hafer, wenn man sieht, und so wäre auch das Unkraut, wenn man die jungen Bäume nicht irgendwie frei hält, dann werden die auch ruckzuck überwuchert. Und da, also so im ersten Jahr muss man auf jeden Fall da irgendwas machen. Genau. Zwischendrin konnten wir gut irgendwie mit einem Mulchgerät frei halten. Und das war dann schon echt die wahre Wonne, wie die in dem ersten Jahr, also von April bis jetzt dieses Bild ist im Oktober, wie die Bäume da gewachsen sind. Also die waren alle, auch die Rubinien, deutlich über Mannshöhe. Und von dem her hatten die das dann da ganz gut geschafft. Im zweiten Jahr haben wir dann in der Robinienreihe auch Kürbisse irgendwie mal angebaut. Und ich zeige die Bilder jetzt gerade so ein bisschen, weil ich irgendwie zeigen will, dass irgendwie Agroforst ist jetzt nichts Statisches. Wir waren in dem Jahr auch personell ziemlich gut bestückt, sodass wir einfach gut sagen konnten, hey, wir probieren das aus und es dann auch machen konnten und dann die Kürbisse natürlich auch gut bei uns in der Direktvermarktung vermarkten. Also genau, das ist auf jeden Fall auch sehr flexibel, was man machen kann. Genau, 2020 bin ich das letzte Mal dann noch zwischendrin mit der Kreiselecke durchgefahren. Und ja, jetzt 2025, das machen wir eigentlich jedes Jahr, also dass ich tief einmal entlang pflüge, nur außen rum, um da irgendwie die Wurzeln zu kappen, dass sie nicht zu sehr in die Fläche wachsen. Und dass wir die Bäume sukzessive, also zum Feld hin halt aufasten. Ja, genau. Ja, in dem Sinn möchte ich mich hier bei euch für eure Aufmerksamkeit bedanken und stehe gerne auch noch für Fragen zur Verfügung. Danke.